Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein August gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der August für den Schützen. Was kommt auf den Schützen zu? Ein Sommermonat, losgelöst, unbedacht, sorgenfrei. Es ist vom Gefühl her, die geistige Welt vermittelt mir das Gefühl, dass du bei all deinen To-Dos im Alltag, eventuell auch Sorgen, kleinen oder größeren Problemchen, dass du das wirklich ausblendest und einfach mal nur im Sein bist. Zwischenmenschlich bist du sehr aktiv. Familie, Freunde. Gut möglich für einige Schützen, dass ein Mensch in Liebesangelegenheiten kennengelernt wird. Sie sagen, Vorsicht davor, dass du nicht in alte Muster, alte Fahrwasser zurückruderst. Sicherlich für jeden etwas anderes. Wir haben 2 Themenkarten. Noch 1 oder 2 Themenkarten bitte. Zu viele. Ja, es geht ja definitiv besser und besser. Und das alte Fahrwasser. Ich glaube, das hatten wir schon einmal bei dir, lieber Schütze. Es geht darum, wenn Sie sagen, es ist ein Gedankentrigger bei dir. Wenn du dich ungeliebt fühlst, isoliert fühlst, dann kommst du in so ein Mut rein, in so eine Laune. Absolut Trigger-Alarm für dich, wo du, ja, verbal oder mit deinen Launen in Anführungsstrichen um dich schlägst, sehr unbedacht verbal fortfährst, sagen sie. Andererseits, dadurch, dass dir zur Verfügung steht, Leichtigkeit zu leben, losgelöst zu sein, glaube ich, dass du eben genau dieses Thema, wenn du es erkennst in diesem Moment, es schaffst, loszuwerden, ein für alle Mal. Gut möglich, dass du über einen Menschen, egal welchen, der dir nahe steht, ein intimer Freund, ein Familienmitglied, von dem du Ratschläge annimmst, wie auch immer, dich genau auf diesen Triggerpunkt bei dir hinweist, du hier somit Licht ins Dunkle bringen kannst und das Thema, das Problem genau isolieren kannst, ansehen kannst, verstehen kannst und wegtun kannst. Du wirst auch erkennen, dass dieses Thema sehr, sehr stark mit deinem Vater oder einer väterlichen Figur im Zusammenhang steht. Wisse, dass jetzt im August für dich bezüglich dieses Triggerpunktes ganz, ganz viel Heilenergie zur Verfügung steht. Es liegt an dir, ob du sagst, okay, ich brauche das nicht mehr. Ich lasse mich aus der Vergangenheit
heraus nicht mehr triggern. Denn es geht ums Bewusstwerden, dass du im Endeffekt nur diesen einen Moment hast, lieber Schütze. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft, wer weiß, was sie bringt. Du bist jetzt hier. Spüre die Kraft vom Jetzt, in diesem Moment. Und im August schaffst du es eigentlich recht gut. Doch es kommt ganz drauf an, inwieweit du bereit bist, das Jetzt zu spüren und auszuleben, wahrzunehmen, auszukosten, zu genießen. Und auch etwas, was dir übertragen wurde aus der väterlichen Linie, aus der männlichen Linie, etwas Materielles, etwas sehr Kräftiges, aber auch eine teilweise für manche Schützen eine Last, eine Bürde. Auch dort kommt Antwort hinein, was damit zu tun ist. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht im August. Der 16. August für viele ausschlaggebend. Hauptenergie für den Schützen. Wow, das gibt's nicht. Ich habe gerade gesagt, der 16. August ausschlaggebend. Schaut mal, was hier für eine Zahl ist. Die 16. Wahnsinn. Danke, Spirit. Am 16. August da kommt ganz viel rein. Also, am 16. August oder um den 16. August herum tritt das Universum schlagartig ein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass irgendetwas in euch oder in eurem Umfeld, was mit euch zusammenhängt, geschieht zu eurem höchsten Wohle. Auch wenn es im ersten Anschein für manche so ein kleiner Schock ist, so boah, was? Es hat alles seinen positiven Grund, lieber Schütze. Das Universum tritt dann ein, um dich aus deiner Komfortzone heraus zu katapultieren, wenn du es selbst nicht erreichst. Sei es aus Komfort heraus oder weil du sagst, ach ja, das kann ich später auch noch machen. Doch dich diese Situation eventuell belastet. Gut möglich auch, dass an diesem besagten 16. dieser Mensch in euer Leben tritt, von dem vorhin gesprochen wurde. Auch aus der Ahnenlinie kann es sein, dass manche von euch Botschaften bekommen um diesen Tag herum. Ihr seid definitiv von einem einer Energie aus dem Jenseits, welcher euch ein sehr nahestehender Mensch war, werdet ihr definitiv behütet, beäugt, ist an eurer Seite. Und sie sagen, für einen einzigen Schützen, der mir hier zuschaut, einen männlichen Schützen, der Vorname beginnt mit M, wie Manfred zum Beispiel, dieser tritt in Aktion mit einem neuen Plan. Ein Steinbock, übrigens, ich habe die Karten schon gemischt, wir beginnen mit dem Tarot. Ein Steinbock ist im Verführmodus. Und gut möglich, dass dieser Mensch, der in euer Leben tritt, Waage oder Steinbock ist, Luftzeichen, Erdzeichen, muss aber nicht sein, auch wenn ihr auf ein Erdzeichen, auf ein Wasserzeichen trefft oder ein anderes Feuerzeichen, schließt das bitte nicht aus. Generell steht der August auch bei euch, wie gesagt, sehr stark unter dem Aspekt
des Erkennens der Mechanismen in der Liebe, im Zwischenmenschlichen. Wisst, dass das Universum euch jemanden präsentiert, bei dem ihr nicht vorbeigehen könnt. Es ist absolute Leichtigkeit, sehr verführerisch, doch die Frage ist, nehmt ihr diese Leichtigkeit an, gebt ihr euch dem hin und schaut einfach mal, was kommt und seid bereit? Oder vergleicht ihr mit der Vergangenheit und stoppt euch somit selbst? Das ist die große Frage. Doppelkarte. Ich glaube, ihr gebt euch der Liebe hin zu euch selbst und zu dieser neuen Person, die da kommen mag. Doch es ist ganz wichtig, lieber Schütze, dass du im Hier und Jetzt bist. Viele von euch haben ein Vertrauensthema, viele von euch haben noch alte, aufgestaute Wut oder Ärger über eventuell einen Ex-Partner oder in Sachen Vertrauen in der Liebe, ganz egal. Lieber Schütze, das muss jetzt mal gehen. Der August ist dazu da, dass du erkennst und dass du ganz sanft und smoothie Ja zu dir selbst sagst und diese alten Themen endlich beiseite legst. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten geht dieser Kelch der Liebe an dir vorüber und das wäre sehr, sehr schade, denn dieser Mensch, der da kommt, ist sehr, sehr entschlossen, dich zu erobern, möchte nur dich und ist voller Hingabe zu dir. Die Frage ist, bist du bereit? Der August möchte dich lehren, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wenn genau dieses Thema ist, keiner liebt mich, keiner will mich, ich bin nicht gut genug, und auch da dieses Misstrauen entwickelt zu haben, ist es genau der Knackpunkt, dass wenn dann ein Mensch kommt, dann projizierst du genau das Gleiche wieder auf diesen. Aber was ist, wenn dieser Mensch dir gar nichts Böses will? Was ist, wenn dieser Mensch dir seine Liebe schenken will? Ja, du wirst wissen, hör auf deine Intuition, du wirst wissen, was zu tun ist. Ich sag dir was, wie du dich entscheidest. Es dauert ein bisschen, bis du dich entscheidest. Gut möglich, dass du diesen Menschen auf gut Deutsch zappeln lässt, doch nicht böswillig, nicht mit Absicht, sondern einfach aus deiner Unentschlossenheit heraus. Doch ich sehe, dass du diesen Menschen und dir, somit euch, eine Chance gibst. Schauen wir mal. Es ist auch ein Mensch, zu dem du eigentlich relativ schnell sehr tiefes, tiefgründiges Vertrauen hast, aufbauen kannst, höre ich. Du bist einfach müde. Du hast die Ansicht, dass du immer hintergangen worden bist oder mit Unehrlichkeit zu tun hast. Aber hier das Tarot sagt, das stimmt in keinster Weise. Das ist deine Ansicht. So, bring einfach Licht in deine Situationen, lieber Schütze. Es wäre zu schade. Auch lässt du die Kontrolle los. Wie gesagt, du gibst dich hin, Leichtigkeit.
wie ganz am Anfang gesagt wurde, die Leichtigkeit steht dir zur Verfügung und ich denke tatsächlich, ja, schau, super, du nimmst diese Situationen alle an, du schaust genau hin und du verträumst diese Situationen nicht. Auch wenn du Momente haben wirst, aber die ganz normal sind, dass du im Rückzug bist, nachdenkst, abwägst. Die geistige Welt, wer mich kennt, ihr wisst, sagt immer, spürt hinein. Denken natürlich, wir können nicht anders als denken, doch spüre hinein. Und wenn du in diese Situationen und in die Menschen hineinspürst, mit denen du zu tun hast, lieber Schütze, dann kriegst du ganz, ganz schnell einen klaren Blick. Wir machen weiter im Extended, schauen uns noch mit dem Tarot weitere Details an, was der August noch so zu bieten hat. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!